Was mich ja oft bei diesen Wohnmobilen nervt, ist, dass sie eigentlich die meiste Zeit rumstehen und man ein Fahrzeug selten auch flexibel nutzen kann und auch für andere Geschichten nutzen kann. Jetzt habe ich hier aber ein Fahrzeug gefunden, bei dem man das machen kann, und ich habe auch einen Ansprechpartner gefunden. Stell dich bitte einmal ganz kurz vor und sag mal, was haben wir hier für ein Fahrzeug? Moin, ich bin der Roberto. Ich gehöre zur Boxmanufaktur und wir haben hier einen Adventure Wagon in einem Mercedes Sprinter, ein Adventure Wagon Kit verbaut, was extrem flexibel ist, weil das Grundprinzip auf Airline-Schienen beruht. Das heißt, alle Möbel, Sitze, Schränke und so weiter werden an diesen Airline-Schienen befestigt und dadurch ist man extrem flexibel. Man kann die Teile schnell rein und rausbauen, wenn man das gerne haben möchte, oder eben variieren, oder das Fahrzeug wächst eben mit von 2 Sitzplätzen mit einem Kind auf das auf den dritten oder vierten Sitzplatz eben zu erweitern. Man kann die Schränke variieren und so weiter. Genau, ich habe reingeguckt und wir können ja mal ein Stückchen reingehen und ja, auch mal so ein bisschen den Blick wagen. Genau diese Flexibilität, die finde ich halt fantastisch, weil ich kann dieses Fahrzeug theoretisch wirklich leer machen, als Transporter nutzen und individuell auf meine Bedürfnisse anpassen. Egal, was ich jetzt theoretisch mit dem Fahrzeug vorhabe, ob ich es jetzt in der Woche ganz normal als Transporter nutzen will, ob ich jetzt ein Motorrad transportieren will, was auch immer. Denn das Besondere, und jetzt schwenke ich mal wieder zu dir, ist die Thematik, die wir hier an der Decke und an den Wänden sehen, ne? Genau. Das ist folgendermaßen aufgebaut. Also unter den Paneelen ist, ich sag mal, ein Montagerahmen aus Aluminium. Vielleicht, ich will dir nicht ins Wort fallen, ja, aber nochmal blöd gefragt, ja. Also das, was ich theoretisch auch bei euch so bestellen kann, ja. ist ein Bausatz. Und jetzt fragt man sich, was heißt Bausatz? Ja. Das sind theoretisch auch, und jeder, der mal einen Bus ausgebaut hat, der weiß das, hier diese ganzen Formteile, genau. die dieses Fahrzeug so wunderschön machen. Ja. Ich wollte dir nicht ins Wort fallen, jetzt kannst du da an der Stelle mal weitermachen. Ja. Nur damit man einmal mal versteht, es sind ja nicht nur die Schienen, sondern es ist halt eigentlich ja dieses ganze räumliche und dieser Wohlfühlfaktor, den ich halt theoretisch mit der Verkleidung dieser Holme auch habe, ne? So, genau. Sag noch mal kurz was zu den Schienen. Ja, ich schwenk mal rüber. Du hast letztendlich, besteht das Kit eben aus einem Grundrahmen, einem Montagerahmen, den man jetzt hier nicht sieht, der sitzt dahinter. Der wird halt mit dem Fahrzeug voll verschraubt oder vernietet. Und dann kommt da die Dämmung eben rein. Das ist eine 70 mm Tinsolite-Dämmung von 3M, die dazwischen sitzt. Und die Paneele sind dann der Abschluss inklusive der Schienen, die halt auf dem Montagerahmen verschraubt werden. Das hat halt den großen Vorteil, dass die sehr stabil sind und auch wirklich belastet werden können. Man könnte halt zum Beispiel eine Hängematte von einmal quer hier durchs Fahrzeug hängen und die ordentlich belasten, ohne dass es da Probleme mit der Stabilität gibt. Man kann die Holzpaneele variieren, man kann den Stoff variieren und wie du es eben schon gesagt hast, ist das Kit, und deswegen gefällt uns das auch so besonders gut, eben einfach schön verarbeitet. Die Formteile sind schön und passen halt perfekt in den Mercedes Sprinter rein. Genau, und das ist ja oftmals so bei diesen Airline-Schienensystemen so, dass man vielleicht eine Schiene hat, aber die ist nicht überall belastbar. Und du hattest es eben schon mal gesagt, das Besondere an diesem System ist, dass da drunter nochmal eine Struktur ist, die erstmal mit dem Fahrzeug verbunden wird. Genau. Also das kann ich sowohl selber machen, wenn ich nicht so handwerklich begabt bin, dann macht ihr das natürlich auch. Genau. Und das gibt quasi an jedem einzelnen Punkt dieser Airline-Schienen eine extrem hohe Festigkeit. Ja. Und ich kann diesen Punkt oder diesen Punkt oder diesen Punkt genauso gleich belasten. Ich kann überall was ranhängen und ranschrauben. Genau so sieht es aus. Ohne Angst haben zu müssen, dass mir da das Fahrzeug dann irgendwie auseinandergezogen wird, beziehungsweise die Niete dann aus dem Holm gezogen wird. Genau, also es ist wirklich sehr robust, sehr stabil und dadurch auch flexibel, weil wie du schon gesagt hast, musst du dich nicht an gewisse Befestigungspunkte halten, sondern du kannst das tatsächlich variieren. Und wenn du vielleicht mal die Hängetaschen, Hängeschränke, sagen wir jetzt mal dazu, zeigst, dann sieht man, dass die eben auf der Rückseite und an der Decke in einer Airline-Schiene befestigt sind. Man könnte die Tasche jetzt aber an jedem beliebigen Punkt hier montieren. Das heißt also, wenn ich da hinten jetzt Platz brauche und die Tasche nicht rausnehmen will, dann kann ich die auch bis hier vorne ziehen oder eben
schnell ausbauen. Genau, das sind jetzt die Taschen, die sowieso zum System gehören, aber ich kann natürlich auch alles andere ranhängen. Ich kann meine Surfbretter hier ranhängen, ich kann mein Sportequipment hier ranhängen, ich kann theoretisch dieses Bett hochstellen und darunter meine Fahrräder auch im Fahrzeug transportieren, ein Motorrad. Also es ist extrem flexibel. Und jetzt habt ihr das Fahrzeug ja hier auch schon mal für die Messe so ein bisschen schön eingerichtet mit ein paar Schränken, mit ein bisschen Alusystem, dass man mal sieht, welche Möglichkeiten man hat. Auch hier nochmal mit einem zusätzlichen Sitz. Ne, dass man auch einmal aufzeigen kann, dass man gerade vom Raumgefühl sehr variabel und flexibel ist. Ja. Wir reisen ja als Familie und deswegen hatte ich ja gehässig gefragt, ja, aber hier hinten ist ja jetzt auch nur ein Bett, ne? Das stimmt. Man könnte jetzt hinten optional noch ein Kinderbett montieren. Das würde dann einfach über dem Elternbett schweben, links oder rechts. Oder man kann sogar zwei links und rechts installieren. Dann wird das Raumgefühl natürlich so ein bisschen weniger schön, aber wenn du vielleicht noch mal weiter nach oben schwenkst, dann sehen wir, dass wir in dem Fall hier auch noch ein SCR-Hubdach verbaut haben. Ja, vielleicht noch mal ganz kurze Frage hinten. Theoretisch, ne, könnte ich ja auch einfach das Bett jetzt tiefer setzen und noch so ein Element da drüber setzen. Genau, das würde auch gehen. Also so klassisches Stockbett. Genau. Ja, das können wir uns gerne auch noch mal von hinten anschauen. Ja. Dann sieht man auch besser die Bettelemente und wie man die rausnimmt. Dann wird vielleicht auch klar, dass da extrem viel Platz einfach ist, wenn das Bett raus ist. Absolut. Gerade diese Flexibilität, die ist natürlich großartig. Man sieht hinten vom Kofferraum auch, was ich alles mitnehmen kann, was ich alles zuladen kann, selbst wenn die Elemente jetzt im Fahrzeug drin sind. Übrigens, ich schwenke noch mal kurz zu den Taschen, weil auch die sind natürlich großartig. Und ein riesengroßer Vorteil, es ist auch was drin, man sieht es, das ist nicht der Vorteil, sondern der riesengroße Vorteil bei so einem Fahrzeug ist natürlich das Thema Gewicht. Ja. Ne? Ich kann hier auch noch richtig was zuladen, denn hier habe ich halt keine verbauten Schränke, sondern ich habe Taschen und die wiegen natürlich entsprechend auch wenig. Wenn ich jetzt hier gerade noch mal unten bin und hier an die Wände gucke, bevor ich nach oben gucke, noch mal eine kleine Frage an dich. Ja. Mir gefällt das ja total gut, diese Farbkombination mit Bambus. Ich finde, Bambus ist auch ein unfassbar gutes Material. Wenn mir das jetzt aber doch nicht so gut gefällt, bin ich dann trotz alledem auf Bambus angewiesen? Oder? Nein. Also es gibt verschiedene Holzarten, also verschiedene Paneele, die sind auch variabel und es gibt auch verschiedene Stoffarten. Nicht nur von der Haptik, sondern auch von den Farben natürlich. Das heißt, da sind wir auch komplett variabel. Es gibt eine gewisse Grundauswahl, die man miteinander kombinieren kann, aber es muss nicht diese Kombination sein. Okay. Und wenn wir jetzt noch mal ganz kurz an den Selbstausbau denken, du hast gesagt, da ist auch eine richtig, richtig gute Dämmung hinter, die ich auch selber verbauen kann, die selbstklebend ist und theoretisch genauso einfach wäre es dann hier auch das Grundsystem von diesen Schienen und dem Rahmen selber zu montieren, weil man mit diesem ganzen System auch eine gute Anbauanleitung mitbekommt. Ja, auf jeden Fall. Es ist nicht nur, also die Anleitung ist nicht nur sehr gut geschrieben, sondern die Grundvoraussetzungen sind auch perfekt, denn alle Materialien sind extrem gut gekennzeichnet und daher lässt sich das auch, wenn man nicht zwei linke Hände hat, auch selbst einbauen. Das ist kein Problem. Vielleicht kannst du noch mal sagen, wenn man jetzt doch zwei linke Hände hat, wo findet man euch dann? Wie kann man am besten zu euch kommen, wenn man theoretisch, kann man auch mit einem eigenen Fahrzeug zu euch kommen und das System einbauen lassen? Ja, klar. Also das ist auch kein Problem. Wir sitzen in Sottrum, das ist 30 Kilometer hinter Bremen oder von hier aus vor Bremen. Und uns gibt es schon ein paar Tage. Wir machen Fahrzeugbau in der 3. Generation. Ich denke, die Spezialisten in Deutschland für GFK und Aluminiumkabinen für Expeditionsmobile. Und wir bieten euch das Kit an. Ihr könnt das entweder selbst einbauen oder von uns einbauen lassen. Genau, ich sag mal, das ist hier eher so ein bisschen, das macht ihr auch, aber euer Kerngeschäft sind wirklich dann die Kabinen für Expeditionsmobile, wenn man halt einfach größere Geschichten will, weil euer Chef auch nicht nur eng verwandelt mit USA ist, sondern da auch ordentlich unterwegs ist und der Profi ist, was diesen Bereich angeht, wenn man so an Expeditionsmobile und sowas denkt. Ne? Genau. Ja. Okay, jetzt gucke ich mal einmal hoch und nehme mal deine Einladung an.
Das ist jetzt natürlich eine Geschichte von diesem Fahrzeug, das kann ich so auch gerade hier auf der Messe von euch käuflich erwerben. Meine Frage jetzt, baut ihr diese Dächer theoretisch auch ein oder ist das dann halt eine Kombination mit diesem ganzen Einbausystem, die wir hier ohnehin sehen? Genau, also in den USA vertreiben wir die SCA-Dächer tatsächlich. Hier in Deutschland bzw. Europa würden wir das sicherlich mit einbauen, wenn es ein Gesamtprojekt ist, also sprich Adventure Wagon Kit plus SCA-Dach. Ja. Dann können wir da sicherlich drüber sprechen, aber generell verbauen wir keine Hubdächer. Ja, okay. Also dann als Gesamtkonzept, wenn man sich für so ein klasse Fahrzeug interessiert, wenn man sehr flexibel unterwegs sein will, wenn man nicht nur ein Wohnmobil braucht, sondern theoretisch auch einen Transporter oder wenn man noch nicht so genau weiß, ob vielleicht nochmal Nachwuchs kommt, dann kann man theoretisch hier sehr, sehr flexibel auch aufs Leben reagieren, je nachdem, was kommt. Es könnte ein Auto fürs Leben sein, weil das könnte mitwachsen und egal, was vorkommt, theoretisch kann man sich ja sogar also nicht, dass man das will, aber theoretisch kann man sich ja sogar denken, dass hier ein Handicap-Platz, also ein Rollstuhlfahrer im Fahrzeug sogar sitzen könnte. Ja, genau. Das ermöglicht halt der Smart Floor, den wir hier verbaut haben. Das ist ein maßgeschneiderter Aluminiumboden, der vollflächig verklebt wird mit dem Fahrzeug und die Airline-Schienen, die hier in dem Boden, oder der ganze Boden hat eine deutsche bzw. europäische Zulassung. Das heißt, ich kann also Sitzplätze einrichten mit zugelassenen Sitzen und einer zugelassenen Schnellkupplung. Das heißt, die Sitze sind auch innerhalb von einer Minute ausgebaut. Ich kann aber auch eine Rampe hinten installieren und eben, wenn jemand auf einen Rollstuhl zum Beispiel angewiesen ist, den Rollstuhl hinten reinfahren und die Person könnte theoretisch auch in dem Rollstuhl sitzen bleiben und der könnte gesichert werden hier auf dem Boden. Das ist auch zulässig. Da gibt es entsprechende Vorrichtungen dann für. Hervorragend. Hier sieht man übrigens auch nochmal eine multifunktionale Nutzung, was man noch so alles hier in diese Airline-Schienen reinschrauben kann, aber das wisst ihr, man kann da an diesem Schienensystem alles befestigen und die ist hier überall, egal was. Ich könnte auch meine Wäscheschnur hier einmal durchs Auto hängen, um meine Wäsche zu trocknen, also das ist ganz hervorragend. Wenn ich das Fahrzeug jetzt so bei euch bestelle, dann bekomme ich natürlich hier wahrscheinlich auch diese ganzen Elemente, was Elektrik angeht, was Licht angeht. Ich habe auch gesehen, da unten habt ihr auch eine Heizung verbaut. Ja. Das ist dann hier bei diesen Ausbauvarianten dann mit bei, wenn ich mich dafür entscheide, so ein Fahrzeug bei euch zu kaufen, ne? Klar, also das ist jetzt eine ganz individuelle Lösung. Das Fahrzeug steht da, also das Fahrzeug, das wir uns jetzt hier gerade angucken, ist ja unser Vorführer, der gerade zum Verkauf steht. Da wäre natürlich alles so mit inbegriffen, wie wir es hier gerade sehen. In dem Fall, dass jemand Interesse hat und sagt, oh, ich finde das super, ich möchte das Kit gerne haben und könnte mir das einbauen, dann können wir natürlich auch individuelle Lösungen finden, was das Thema Solar, Energieversorgung, Wasser und so weiter angeht. Großartig. Wenn ich jetzt das Kit nur für den Selbstausbau bestelle, dann sehe ich hier auch Licht. Entsprechend würde ich mir dann im Vorfeld hier auch einfach schon die elektrischen Kabel hinziehen und dann habe ich da die Möglichkeit, die auch selber anzuschließen, ne? Genau, die Lampen sind tatsächlich beim Kit schon integriert. Das sind Lumicoin-Lampen hier aus Deutschland, sehr hochwertige LED-Lampen und dann müsstest du im Grunde nur die Verkabelung reinlegen, wobei ein Kabelbaum schon dabei ist, der auch entsprechend beschriftet ist, sodass da gehören dann USB-Steckdosen zum Beispiel mit dazu und die Beleuchtung. Das ist alles schon vorgesehen, kann dann reingelegt werden, also hinter die Verblendung gelegt werden, sodass man dann an den zentralen Punkt alles entsprechend an die Energieversorgung dann anklemmt. Großartig. Ich filme dich übrigens total gerne in der Ecke, weil gerade an dem Dachhimmel, da sieht man nämlich, wie toll dieses Kit ist. Ja, auch hier diese Lösung, wie ordentlich das verarbeitet ist. Ja. Es wirkt dadurch sehr, sehr gemütlich, sehr, sehr wohnlich. Dafür, dass man es theoretisch auch als normalen Transporter nutzen kann. Auch hier, habe ich ja schon gesagt, mit dem Bambus gefällt mir sehr, sehr gut. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Wir gehen einmal nach hinten. Ja. Du zeigst mir nochmal die Ansicht von hinten, ja? Ja, gerne. Super. Was ist denn hier noch Schönes verbaut eigentlich? Ein Reifendruckregelsystem von TI Systems. Das ist auch eine sehr geniale Sache. Und zwar ist es ein zentrales Reifendruckregelsystem.
jedes Rad hat ein Schlauchdepot, das zeige ich dir jetzt gerne. Das heißt, ich kann also hier den Reifendruck vorwählen für alle 4 Räder. Dann gehe ich einmal ums Fahrzeug rum, schließe jeweils die Schlauchspirale ans Radventil an. Das ist mit einer Schnellkupplung versehen und das System regelt dann komplett den Luftdruck, den ich haben möchte. Das heißt, ich kann also befüllen, aber auch Luft ablassen. Ach klasse, sandiger Untergrund, kurz Luft ablassen, Genau. Bessere Haftung. Jeder wird es kennen, das machst du halt 1, 2, 3 Mal manuell und dann hast du da keinen Bock mehr drauf und dann machst du es nicht und kaum fährst du auf sandigen Boden, hast dich festgefahren und dann geht der Schaufelspaß los. Das ist ein ganz großer Vorteil dieses Systems. Ich möchte das gerne mal zeigen. Und ich weiß, dass ihr am liebsten natürlich Komplettlösungen anbietet, aber könnte ich sowas dann separat bei euch einbauen lassen? Ja, klar. Okay. Also Reifendruck, wir sind TI Systems Stützpunkthändler für Norddeutschland und da sind wir absolut der richtige Ansprechpartner. Okay. Also hier haben wir jetzt in dem Fall hier ist das Schnellventil, das Aufschraubventil von TI Systems. Das hat halt den großen Vorteil, ich muss nichts verschrauben. Der große Vorteil bei den Ventilen ist, die ersetzen im Grunde den Ventileinsatz und dadurch strömt da 8-mal mehr Luft durch als durch ein normales Autoventil. Das heißt, es geht auch einfach alles viel schneller. Hier ist ein Kompressor auch von TI Systems verbaut, weil das Fahrzeug ja keine Druckluftbremsanlage hat. Der schafft 120 Liter die Minute und reicht für so einen Sprinter vollkommen aus. Der hat also richtig gute Leistung und schafft sowohl die Entlüftung als auch die Befüllung in wenigen Minuten. Spannend. Klasse. Okay, dann schauen wir mal nach hinten. Ja. So, ja, dann schauen wir mal hinten rein. Es steht natürlich noch ein bisschen Messekrempel rum, aber ich denke, es wird klar, wie das System funktioniert. Also wir haben hier das Bettsystem, das besteht aus 3 Modulen. Die kann ich einfach so zusammenschieben und dann an die Seite stellen. Das ist bewusst nicht wegklappbar oder zusammenklappbar, weil du dann immer das Problem hast, wohin damit. Also das soll ja weiterhin so flexibel bleiben, dass du selber entscheiden kannst, nehme ich das komplett raus und transportiere irgendwas Großes oder stelle ich das an die Seite, weil ich jetzt zum Beispiel meine Mopeds hier hinten reinstelle oder meine Fahrräder und dann am Zielpunkt sozusagen Moped raus, Bett aufbauen, schlafen entsprechend und ja, das heißt also, ich bleibe ultra flexibel. Der gesamte Innenraum. Aber ich könnte es, nur mal blöd Ja. mal zwischengefragt, Klar. ich könnte es theoretisch auch hochstellen. Ja. Also wenn ich es jetzt aus dem Weg haben möchte, dann könnte ich es auch einfach ein paar Zentimeter oder wie auch immer nach oben stellen. Genau, also das wäre das wollte ich auch gerade noch erzählen. Okay. Das wäre die nächste Alternative. Ich kann es hier an den Schienen eben nach oben fahren. Dafür müsste ich es losschrauben, dann kann ich es auch weiter nach oben machen, dann wäre es eben auch nicht im Weg. Oder ich kann es halt, wie gesagt, ich nehme die Elemente und stelle die halt einfach an die Seite, ein Zurgurt drum und dann ist gut. Ja, super, genau. Und wir hatten es ja vorhin auch schon kurz gesagt, ich kann natürlich auch das Bett ein Stückchen weiter runterstellen und hier so ein klassisches Etagenbett integrieren und dann mit mehreren Leuten unterwegs sein. Ja. Toll, ja. Auch die Taschen, die wirken sehr, sehr hochwertig und vor allen Dingen, ich habe unzählige Möglichkeiten, da was zu verstauen. Auch hier gerade nochmal diese kleinen Taschen, die ich da drunter habe, die sind natürlich auch großartig. Das ist echt super, vor allen Dingen, wenn du jetzt hier so im Bett liegst, die üblichen Sachen, eine Lampe, was zum Lesen, Absolut, dein Handy abends. Alles, genau. Ja. Die Taschen sind wirklich sehr robust, die haben auch einen verstärkten Boden, damit die sie nicht ausbeulen. Ich habe an den Seitennetzen, ich habe hier nochmal Schlaufen, um was zu befestigen, hier kann ich Zeug reinstecken und da geht halt auch richtig was rein. Ich habe hier auch, das ganz smart ist, Magnete in der Klappe, das heißt, die bleiben offen und ja, man sieht es, ne? Wir haben hier so 2 riesige Schlafbänke drin und da ist immer noch Platz. Also da geht richtig was rein und
da hat man auf jeden Fall jede Menge Stauraum. Ja, und was mich fasziniert, du bist so unendlich flexibel, weil wenn ich am Wochenende unterwegs sein will, dann habe ich vielleicht nur eine Tasche, wo vielleicht meine Wechselunterwäsche nochmal drin ist, wenn überhaupt. Ne? Dann kann ich halt flexibel eine Tasche einfach nur ranschrauben und wenn ich halt mal länger unterwegs bin, dann schraube ich halt hier überall das ganze Auto voll, nur mit Taschen. Genau. Dann habe ich hier einfach unzählige Möglichkeiten, nochmal Dinge zu verstauen. Ja, finde ich, wie gesagt, großartig. Auch die Möglichkeit hier unten mit dem vielen Platz. Also mir gefällt es richtig, richtig gut. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie gefällt euch das Auto? Könnt ihr euch das auch vorstellen? Also ich bin hin und weg und schreibt auch sonst mal in die Kommentare, ob ihr es vorstellen könnt, dass ich das Auto kaufe, weil ja, also ich bin in der Tat sehr, sehr begeistert und sehe bisher nur Vorteile. Genau, ja, super. Hier, was habt ihr denn hier eigentlich noch für einen Kasten? Das sind Rathaus-Verblendungen, Kästen, die wir gebaut haben. Hier sitzt die Elektrik drunter. Okay. Und hier ist alles vorbereitet für einen Wassertank, der aber noch nicht drin ist. Okay, also entsprechend, das wäre dann natürlich auch eine Möglichkeit, wenn ich trotz alledem dieses Auto als Transporter nutzen möchte, muss ich keine Elektrik rausbauen, muss ich nicht die Wasserkanister rausbauen, sondern all das habt ihr hier nochmal in den Seiten dann integriert. Und auch sehr, sehr schön integriert, weil es passt natürlich gut zum Auto, dass es nochmal sehr robuste hier so Metallkanten hat. Ne? Also ja, genau, damit es halt auch, wenn du dann tatsächlich was transportieren willst, war uns das wichtig, dass du halt die Inneneinrichtung nicht beschädigst. Ne? Deswegen sind die Radkästen auch etwas massiver ausgefallen, also mit den Edelstahlkanten und so weiter, dass eben einfach nichts passiert. Ja, wo ich das jetzt gerade sehe und du das so sagst, also hier wäre die Vorbereitung, theoretisch könnte ich dann halt auch sagen, dass ich den Kasten von hinten mit Wasser befülle oder wäre dann auch möglich, in die Außenhaut einen Einfüllstutzen zu machen? Genau, das könnten wir dann individuell lösen. Ja. Den Wasserkasten entsprechend angepasst an den Radkasten und dann könnte man, also sowohl einen Zugang von außen als auch von innen, also hier hinten dann. Okay, jetzt kommt noch mal eine fordernde Frage. Was ist denn, wenn ich jetzt sage, oh, ich möchte aber ein bisschen größeren Wassertank haben? Ja. Seid ihr da auch so flexibel, dass ich mir das wünschen kann? Ja, also wir können bei so einem Sprinter muss man natürlich immer ein bisschen das Gesamtgewicht im Auge behalten. Das heißt also jetzt, 300 Liter Wasser gehen natürlich nicht. Aber wenn du sagst, ich möchte den Tank entsprechend da in dem Kasten haben, dann bekommst du den Wassertank auch auf Maß gefertigt bei uns, sodass er auch an die entsprechende Stelle passt und wir den Raum halt auch optimal ausnutzen. Super großartig. Vielen, vielen Dank, dass du mir dieses tolle Auto gezeigt hast. Sehr gerne. Ich bin wirklich begeistert mit den ganzen Möglichkeiten. Wo man euch findet, haben wir gesagt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Variante, die ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann. Und vielleicht komme ich euch auch noch mal besuchen. Ja, ich glaube, sehr da gerne. wird sich auch ein Besuch lohnen. Auf jeden Fall. Klasse. Vielen Dank. Sehr gerne. Und viel Erfolg noch bei der Messe. Danke.